Ja, wie merkst du das, dass in deiner Partnerschaft, also ich spreche jetzt über Intimpartnerschaften, etwas nicht passt? Ganz typisch ist ein Signal, wenn du mit deinem Partner, Partnerin vermehrt oder einfach sogar andauernd aber Auseinandersetzungen hast, oder Situationen hast, die dir, deinem Partner oder Partnerin oder sogar beiden aber sehr schmerzhaft sind und ihr nicht den Ausweg findet. Das ist ganz typischerweise ein Trauma-Bonding, also wo man letztes Endes genau das Muster gefunden hat, was man auch schon als Kind erlebt hatte. Und man erlebt letztes Endes genau diese Schmerzen und diese Machtlosigkeit und Aussichtslosigkeit und ich bin klein und ich kann nicht weiter aufs Neue und wieder aufs Neue wie damals. Ja, was kann jetzt helfen, nicht wahr? Das möchte ich dir jetzt an den 4 verschiedenen Traumatypen erklären. Und zwar, lass uns gleich nochmal am Anfang sagen, dass durch, unser, durch unsere Erfahrungen damals letztes Endes diese Verhaltensweisen entwickelt haben, um zu überleben. Wir haben es gelernt, dass Beziehungen oder auch Beziehungen, die halt Nähe bedeuten, naja, zum Teil Gefahr sind, weil wir nie wissen, wie es sozusagen kommt, was ich in dieser nahen Beziehung erfahren kann und wann ich vielleicht wieder verlassen werde oder wann mir wehgetan wird oder ja, dass mir solche Dinge passieren, die eben in der Kindheit. Und das verursachte, dass wir in unseren Beziehungen, in Jugend und jetzt gerade auch noch im Erwachsenenalter, entweder noch primär gesteuert durch diese Überlebensstrategien agieren oder etwas vielleicht abgeschwächt, aber auf jeden Fall noch mit erkenntlichen Mustern, die uns natürlich immer wieder Probleme dann aufwerfen, weil die heutigen Beziehungen sind ja Erwachsenenbeziehungen und bedarfen auch nicht das Überleben. Und dementsprechend wird ja ein ganz anderes Verhalten nicht nur erwartet, aber es ist ja hilfreich, wenn wir ein anderes Verhalten an den Tag legen, sowohl uns gegenüber als auch den anderen gegenüber. Und bevor wir das nicht erlernen und nicht transparent erkennen, warum sind denn diese Probleme überhaupt da und ich nicht auch mich selbst studiere und meine Familiengeschichte und Familienstruktur studiere und nicht sehen kann, wie das alles zustande kam und was ist mein Part, was ist mein Teil in diesen Auseinandersetzungen und Probleme, wird höchstwahrscheinlich alles so bleiben, wie bis heute war. Und jetzt lass uns mal konkret angucken. Also es gibt ja grundsätzlich 4 verschiedene Traumatypen. Es gibt ja eben Kampftyp, es gibt ja der Fluchttyp, es gibt ja dann es gibt ja der Erstarrungstyp und es gibt ja der Unterwerfungstyp. Und lass uns vielleicht an einem konkreten Beispiel mal schauen, wie sich jetzt heute diese verschiedenen Typen verhalten in einer Beziehung, in einer adäquaten Situation. Ich nehme jetzt für alle 4 Typen gleiche Situation. Ja? Das ist ein ganz, sagen wir, Alltagssituation, das kann ja immer mal kommen. Und dann kannst du sehr gut vergleichen und vielleicht auch dich selbst erkennen, nach welchem Schemata sozusagen agierst du heute? Stell dir vor, du gehst einkaufen, du bist im Supermarkt und du hebst so ein
ja, volle Eierbox, ja, mit 10 Eiern von Regal. Und diese Eierbox fällt runter. Die Eier, also es geht auf und die Eier sind, ja, liegen am Boden, mehr als die Hälfte ist ja kaputt. Und du bist ja mit deinem Partner, Partnerin unterwegs, beziehungsweise sind da eben auch andere, die da einkaufen, sogar Kinder. Ab dieser Folge darf ich dir jetzt eine weitere Hauptdarsteller vorstellen. Du kennst ja bis jetzt unser klein traumatisierter innere Kind, Träumi, nicht wahr? Und du kennst ja auch Chitta, das ist unser heutiges Ich, unser Erwachsenen-Ich. Und jetzt gibt es nämlich auch Elfi, weil wir ab jetzt auch über Partnerschaften sprechen, beziehungsweise über Beziehungen jeglicher Art. Und damit ich das entsprechend ja, in gewissen Situationen das vorstellen kann, haben wir jetzt eben 3 Teilnehmer. Ja, ich freue mich jetzt auf dich. Oder wir freuen uns auf dich. Und lass uns eben mit dem Kampftypen beginnen. Du bist jetzt jemand, wo ja durch die Traumata, was du erlebt hattest, Überwältigungsstrategie oder Überlebensstrategie, Kampftraumatyp entwickelt hast. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass du zum Beispiel kleine Träume bist, ja? Und jetzt geht's los. Du bist der heutige oder die heutige, ja, auf jeden Fall mit deinem traumatisierten innerer Ich und inneres Kind, mit deinen heutigen Muster und Gedanken, Prägungen, und du hast gerade diese Eier eben fallen lassen. Und dann kommt jetzt deine Partner oder Partnerin und jetzt geht's los. Er oder sie meint, oh, die Eier sind runtergefahren, das müssen wir bezahlen. Und du als Kampftraumatyp flippst vollkommen aus. Ja? Du wirst voller Wut auf sie losgehen oder auf ihn losgehen. Und ja, warum bist du denn da eigentlich nicht rechtzeitig da gewesen? Ich habe ja doch ja den Einkaufskorb alles da gehabt und ich konnte ja nicht mit beiden Händen das halten. Jetzt sind die Eier unten. Hast du mindestens das mitgebracht, worum ich dich gebeten habe? Und dein Partner oder Partnerin ist erstmal verdutzt. Alle, die beim Einkaufen sind, ja, starren euch an. Die Kinder lachen wegen dem Eier. Der eine fängt an, mit dem Ei auch noch irgendwie Fußball zu spielen. Und du flippst dann vollkommen aus. Ja, was machst du denn da? Du solltest eigentlich nicht bei deinen Eltern bleiben oder bei deiner Mutter mit dem Ei. Und dann auch nochmal zu deinem Freund oder Freundin. Ja, jetzt mach das mal alles zusammen und räume das mal weg. Oder hol einfach jemanden, damit der Boden wieder sauber gemacht werden kann. Und er oder sie, das stellen wir jetzt mal in den Raum, wie reagiert, aber das war deine Reaktion. Was ist passiert? Na, du bist als Kampftyp, also in der Kindheit durch die Traumata, also durch die Gewalt, was du erlebt hattest, hast du dir angeeignet, dass du in Situationen, wo du dich vielleicht eingeengt fühlst oder wo wo ein typische, unerwartete Situation ist, wo es auch vielleicht dabei hochkäme, dass du das verbrochen hättest, du mit Aggression und mit Wut reagierst. Also du lässt letztes Endes all das, was in dir brodelt, nach außen, und zwar mit Wucht, und du benimmst dich letztes Endes auch ja, kontrollierend. Ja? Du hast ja doch deinen Partner, Partnerin danach gefragt, was gemacht hat und warum du sie oder ihn gebeten hast. Dann sozusagen machst du sie oder ihn sogar
ja, dafür verantwortlich und schuldig, dass du die Eier fallen lassen hast und gleichzeitig, dass du Perfektion, also ganz hohe Anforderungen an deinen Partner, Partnerin stellst und dass du letztes Endes kein Widerrede oder Widersprache erlaubst. Das ist ein typischer auch Alpha-Tier. Also es gibt ja einige solche Kampftypen, auch in Führungspositionen. Du hast auch gewissermaßen ja ein nicht adäquat angepasstes soziales Verhalten. Also wie du auf das Kind dann auch losgegangen bist und ja, angezopft hast, das ist nicht angemessen. Kannst du dich halt ja, in solche Situationen nicht so benehmen, wie es allem hilfreich wäre. So, was passiert, wenn du zum Fluchttraumatyp gehörst? Dann folgendes, ne? Wieder gleiche Situation. Du lässt gerade die Eier fallen, die liegen am Boden. Och, die Eier sind runtergefallen, die müssen wir ja bezahlen. Und du ja, bist eigentlich eher verwirrt, du guckst nur nach unten und was mache ich jetzt? Ja, vielleicht könnte ich ja den Chef holen oder ja, wo ist er eigentlich? Ja, Elfi sehe ich ja gar nicht. Wo ist denn der? Ja, und ja, der Wagen und oh, ich fange ja schon mal an, ein bisschen zu putzen. Ja, so. Oh, und dann kommt ja dein Partner und Partnerin und du sagst, oh, die Dinge, die sind ja alle runtergefallen und oh, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich laufe jetzt mal los und ich hole mal Hilfe. Und dabei kommt noch eben mit hoch, dass du total gehetzt und besorgt bist, ja. Was passiert, bis du nicht wiederkommst, ob da noch jemand da reintritt und ja, die Eier, also es wird auch noch irgendwie im Laden herumgetragen, alles irgendwie perfekt hinzubekommen. Du hilfst ja sogar noch der Verkäuferin, die ja dann eben mit dem Putzzeug hier zurückgekommen ist und bist letztes Endes die ganze Zeit ja gehetzt und besorgt, ob da jetzt nicht irgendwie was Gröberes daraus passiert und ja, ob du das dann ab jetzt immer fallen lassen wirst. Ja, wie dazu jetzt dein Partner oder Partnerin reagiert, das sei hingestellt. Aber das ist ein Fluchttraumatyp. Das heißt, dass sobald in so eine Situation hochkommt, dann hast du das erlernt und für dich als Überlebensstrategie angewöhnt, dass du Flucht ergreifst und versuchst, ja, mit deinem Tun, ja, mit deiner Beschäftigungssucht zum Teil und mit deinem akribischen Perfektionismus, was du dir zwingst, ja, entsprechen und doch gut genug zu sein und alles wieder gut zu machen. Ja, wenn du zum Erstarrungstraumatyp gehörst, dann verhältst du dich womöglich so. Also, die Eier liegen ja schon am Boden und das hat einen riesen Krach gemacht und du guckst herum und versuchst du, das alles irgendwie zu tarnen, ja, sogar, dass du deinen Einkaufskorb ein bisschen über die Eier schiebst und dann kommt dein Partner und Partnerin und sagt genau das Gleiche. Och, die Eier sind runtergefallen, die müssen wir ja bezahlen. Und du tust du dich eigentlich eher so ducken und du siehst ja nur noch die Eier auf dem Boden und versuchst du alles sogar so tun, wie wenn es ja gar nicht irgendwie ja was passiert wäre und verschiebst du sogar den Wagen ein bisschen nochmal über die Eier hin und versuchst du ja abzulenken. Du bist einfach nicht da, nicht abwesend, nicht anwesend. Und dein Partner oder Partnerin ja, schiebt dann den Korb noch weiter vor und dann sind halt die Eier da. Und du gehst in ein benachbarte Regal schon rein und versuchst so nach etwas zu suchen. Ja, das ist ein typisches Verhalten von Erstarrungstyp, also eher dissoziativ im Sinne, ich will nicht wahrhaben und wahrnehmen, was ich ja eben sehe oder was passiert ist.
und versuche alles eher so, ja, Heimlichtuerei ist ja dann dabei, also irgendwie alles zu tarnen oder alles irgendwie so, ne, wie wenn nichts passiert wäre. Und ist auch typisch, dass man ja häufig in ein eigenes Gefühl und ja, Lebenswelt letztes Endes flüchtet. Also man ist ja gar nicht richtig da. Der letzte Traumatyp ist ja Unterwerfungstyp. Ist ganz, ganz typisch für Entwicklungstrauma. Ich gehöre auch dazu. Und die sind ja typischerweise, die dann auch co-abhängig werden. Jetzt lass uns anschauen, wie du dich verhältst. Und zwar wieder gleiche Situation. Die Eier sind auf dem Boden und ja, deine Reaktion ist, kommt Partner, Partnerin und sagt, ach, die Eier sind runtergefallen, die müssen wir bezahlen. Oh ja, ja, ich sehe das und ich habe schon so Sorgen gemacht und so Gedanken gemacht und ich habe ja auch schon den Chef geholt und wir müssen die gar nicht erstatten, weil ich ja schon gesprochen habe und ich habe gesagt, ich räume das alles wieder weg und auf und das letztes Endes, ja, die haben auch geschumpfen, aber ich habe ja das alles hingenommen, weil ich war ja doch schuld und ich war ja doch diejenige, die das verbrochen hat. Ja, Partner, Partnerin. Typischerweise das bei co-abhängigen Partner, Partnerin geht dann auf dich los, weil du typischerweise Opfer häuslicher Gewalt bist und dass du letztes Endes ja sogar für deinen Partner und Partnerin Schuld und Verantwortung übernimmst und auch noch für die Verkäuferin. Hast du dich jetzt in einem der 4 Verhaltensweisen wiedererkannt? Kunterbunter wird es natürlich, wenn die verschiedenen Traumatypen, die ich jetzt dargelegt habe, aufeinandertreffen. Also wo dein Partner und Partnerin nicht aus einer intakten Familie kommt, sondern auch aus einer dysfunktionalen, missbräuchlichen Familie und selbst solche Strukturen und Verhaltensweisen mitbringt. Aber darüber dann eben in einem anderen Video. Allerletzte Frage wahrscheinlich deinerseits. Ja, wie kann ich das überhaupt handeln und was mache ich denn? Also egal, ob du mit einem liebevollen und ja, dir wohltuende Partner, Partnerin zusammen bist oder in einer Beziehung, wo du sehr viel Auseinandersetzung hast und ihr sehr viele schmerzhafte Momente erlebt. In beiden Fällen ist es wirklich hilfreich und ratsam, dass du deine eigenen Familienstrukturen bewusst wirst, dass du das erkennst, wo das alles herrührt und dass du all das, was eben in deiner Kindheit und Jugend durch die Bezugsperson versäumt wurde und die dann eben die nicht vollständige Identitätsentwicklung, die nicht vollständige Emotionsspektrum und eben die verzerrte Wahrnehmung, sowohl über dich selbst als auch über die Welt, ja, nachholst. Und dafür gibt es auch Möglichkeiten wie Nachbeälterung, darüber auch in einem separaten Video. Ich hoffe, dass es dir ein bisschen geholfen hat, schon dahingehend, dass du erkannt hast, wo das alles herrührt. Und wenn du das erkennst, dann weißt du auch, wo mehr zu tun ist und wo dein Entwicklungspotenzial verborgen ist. Und ja, ich hoffe, dass du auch deine Kommentare mit mir teilst und wenn du Unterstützung im Sinne Coaching benötigst, ich werde sehr, sehr bald ein Trauma-Akademie auch eröffnen, wo du im monatlichen Abo-Format auch bei mir dabei sein kannst. Ganz, ganz liebe Grüße und tschüss, Gabriela.